Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Trekking Packing Gear. Heute gibt es eine Review zu diesem Zelt hier, dem Robins Chaser One. Da gab es bereits ein Aufbauvideo auf meinem Kanal, wer das noch nicht gesehen hat, guckt sich das auf jeden Fall an und heute sage ich euch mal, was ich nach dem Testen von diesem Zelt so halte. Das Robins Chaser One ist ein ultraleichtes Ein-Personen-Tunnelzelt, was ich schon auf verschiedenen Touren getestet habe, sowohl bei Regen als auch bei Wind. Kommen wir erst einmal zu den wichtigen Fakten zum Zelt. Das Zelt ist ungefähr 38 x 15 cm groß. Und wiegt nur 1,22 Kilo, also etwas weniger als angegeben. Das Außenzelt ist aus einem 20D Ripstop Nylon und hat eine Wassersäule von 2000 mm. Das Innenzelt ist komplett aus B3 Nylonnetz, was besonders atmungsaktiv ist, und die Stangen sind alle aus einem Aluminium. Die oberen 8 mm Aluminium und die kleinen Stangen sind 7 mm. Da die Frage im Aufbauvideo sehr oft kam, hier einmal kurz zu den genauen Maßen. Das Zelt ist ungefähr 90 cm hoch im Inneren und ungefähr 2,15 Meter x 70 cm im Inneren. Man hat auf jeden Fall viel Platz. Und hier nochmal die genauen Aufstellmaße für die, die es exakt haben wollen. Einfach pausieren. Kommen wir nun aber mal zu dem, was das Zelt meiner Meinung nach auf jeden Fall besonders macht und zu einem der besten Zelte überhaupt. Und zwar sind das die ganzen Features, Funktionen und Aufbauweisen, die dieses Zelt hat. Das habe ich bei noch keinem anderen Zelt gesehen und bin vor allem bei dem Gewicht sehr, sehr beeindruckt von diesem Zelt. Das Coole ist nämlich, ihr könnt das Zelt in 4 verschiedenen Weisen aufbauen. Und das bei nur 1200 Gramm. Ihr könnt das Zelt natürlich klassisch mit Innen- und Außenzelt aufbauen, nach dem Outer First Prinzip. Das ist sehr gut, weil ihr das Zelt so auch im Regen oder während des Regens aufbauen könnt und das Außenzelt direkt das Innenzelt beschützt. Das ist die erste Möglichkeit. Dann gibt es die Half-Pitch-Version, dort krempelt ihr einfach das Außenzelt an einer Ecke weg. So könnt ihr dann zum Beispiel in die Sterne gucken und habt eine freie Sicht auf den Himmel. Außerdem könnt ihr nur das Innenzelt aufbauen, so seid ihr zum Beispiel im Sommer einfach nur vor Moskitos geschützt und habt die komplette Natur um euch herum. Und zum Schluss könnt ihr natürlich auch nur das Außenzelt aufbauen ohne das Innenzelt. Das ist auch eine sehr gute Option, wenn ihr einfach einen kleinen Biwak machen wollt. Diese Vielzahl an Funktionen habe ich bei einem anderen Zelt bis jetzt noch nicht so erlebt und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Es ist etwas kompliziert, das alles aufzubauen, deshalb gibt es auch ein Aufbauvideo auf meinem Kanal, also wenn ihr damit Probleme habt, auf jeden Fall mal vorbeigucken. Aber trotzdem ist es so gut durchdacht und bei so einem kleinen und leichten Zelt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber auch abgesehen von den ganzen verschiedenen Pitch-Optionen, die ich jetzt hier schon mal gezeigt habe, hat das Zelt auf jeden Fall jede Menge zu bieten und hat natürlich auch all die herkömmlichen Features, die ein Zelt haben muss. Was es so alles zu bieten hat, zeige ich euch jetzt einmal. Hier einmal zum Innenraum des Robins Chaser Ones. Es ist ein sehr, sehr langes Zelt, das habe ich auch auf meinem letzten Campingtrip gemerkt. Man kann da auf jeden Fall alleine mit einem Rucksack sehr gut drin schlafen. Und ihr habt hier auf jeden Fall eine Tasche. Das gleiche gilt für die Tasche, wenn die Tür zu ist, dann habt ihr auf jeden Fall 2 Taschen hier drin. Und es ist wie gesagt ein sehr, sehr langes Zelt, Maße werden eingeblendet. Und auch hier an der breitesten Stelle habt ihr auf jeden Fall relativ viel Platz. Dadurch, dass das Zelt hier so eine Linie hat, die mit dem Zelt abgesperrt wird, ist es auch eigentlich immer perfekt gespannt. Und ja, für einen alleine mit Gepäck ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Option. Die Türen des Robins Chaser One sind komplett aus Mech, wie man hier sehen kann. Auch das komplette Innenzelt ist aus Mech, also aus Fliegennetz. Das sorgt vor allem für eine gute Belüftung, vor allem bei so sonnigem Wetter wie jetzt. Und die Türen kann man komplett aufmachen, beziehungsweise die Tür kann man komplett aufmachen, zusammenknaufen und dann hat man hier im Innenbereich eine kleine Tasche. Die kann man beim Schlafen dann benutzen, um zum Beispiel das Handy zu verstauen. Und am Tag kann man einfach die Tür in die kleine Tasche zurückmachen, sodass ihr ein komplett offenes Zelt habt, wo ihr einfach rein und rausgehen könnt. Auch die allgemeine Türöffnung vom Außenzelt ist sehr praktisch, um zum Beispiel Isomatte reinzutun oder Rucksäcke reinzutun, da bleibt nichts hängen oder nichts haken. Wie man sehen kann, ist hier wirklich noch enorm viel Platz in dem Zelt. Ich liege jetzt hier auf der Freeluft 11 in RAS und man sieht hier rechts von mir
passt auf jeden Fall bequem noch ein Rucksack hin. Und auch am Fußende ist noch wesentlich mehr Platz. Und das ist auf jeden Fall etwas, was an dem Zelt sehr, sehr positiv ist, was ich sehr, sehr mag. Man denkt von außen, es ist ein wirklich relativ kleines Zelt, aber von innen hat man jede Menge Platz für eine Person zumindest. Hier im Inneren des Chaser One habt ihr außerdem eine kleine Wäscheleine, was ich ziemlich cool finde, hat bis jetzt noch keins meiner Zelte. Die ist hier oben befestigt, am höchsten Punkt des Zeltes und geht runter bis in eine der Ecken. Dort wird sie dann mit einem kleinen Haken festgemacht und hat außerdem hier dieses Spannungsstück. Damit könnt ihr die Wäscheleine so stark spannen, wie ihr wollt. Und dann könnt ihr da beim Campen nasse Kleidung und ähnliches aufhängen, was ich auch sehr, sehr cool finde. Und was ein sehr, sehr cooles Feature ist. Außerdem hat das Zelt diverse Abspannseile, wie man sehen kann. Einmal an jeden Ecken, hier an den Optionen und auch noch weitere Laschen, wo ihr Abspannseile anbringen könnt, falls ihr extra windsicher campen wollt. Sodass das Zelt sehr, sehr windsicher ist, auch durch die Form. Der Wind würde hier einfach rübergehen und man sieht, ich wacke hier gerade mit voller Pulle dran und das Zelt bewegt sich kaum. Für die Ventilation am Robins-Zelt habt ihr verschiedene Optionen. Einmal habt ihr vorne an der Tür hier so eine kleine, wie eine Kapuze, die ragt über die Tür hinaus und da könnt ihr einfach, da es ein 2-Wege-Reißverschluss ist, den Reißverschluss von innen öffnen und die Türen Spalt aufmachen, wahrscheinlich nicht ganz so weit, aber zumindest so weit. Und dann habt ihr da oben eine Belüftungsöffnung, eine relativ große. Und der Wind kann hier reinlaufen, aber der Regen wird von dieser Kapuze hier abgehalten, also falls es regnet. Außerdem habt ihr am Robins noch jeweils auf den beiden Seiten ein Belüftungsventil. Das könnt ihr auch ganz einfach zurückspannen. Ähnlich wie bei der Tür oder ähnlichem. Und dann habt ihr von unten auch noch Belüftung. Wie man hier sehen kann, kann die Luft dann auch hier direkt ins Zelt hereinströmen. Auch die Apsis des Chaser Ones hat eine angenehme Größe. Also man kann ganz entspannt drin sitzen, seine Füße rauspacken. Ein Rucksack hätte ja auch noch Platz und das Schöne ist auch vor allem die Höhe der Apsis. Also ich kann da auch in der Apsis direkt sitzen. Und ich denke auch zum Kochen mit genug Belüftung wäre es möglich hier drin. Und hier an der Seite habt ihr auch noch mal ein bisschen Platz, wo ihr Sachen verstauen könnt. Weil es so windig und regnerig war, hatte ich jetzt alles mit im Zelt, weil das Zelt innen drin auch für eine Person groß genug ist. Robins testet seine Zelte auch auf Wind und Regen und ja, das sieht man auch bei dem Zelt. Dadurch, dass es ein Tunnelzelt ist, ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut für den Regen geeignet und auch für den Wind. Und man sieht, ich hatte hier bei relativ starkem Regen gar keine Probleme. Also, wie es wahrscheinlich schon rübergekommen ist, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Zelt und muss sagen, aktuell ist es wahrscheinlich mein liebstes Einmannzelt. Das Zelt ist wirklich total flexibel einsetzbar, also egal ob jetzt im Winter oder im Sommer, dadurch, dass es relativ weit bis zum Boden geht, kann man es auch im Winter bei etwas schlechterem Wetter nehmen, aber durch das Innenzelt kann man es natürlich auch im Sommer benutzen, was ich sehr, sehr cool finde. Es ist natürlich sehr klein und sehr leicht, also sehr, sehr multiple einsetzbar, auch durch die ganzen Aufbauvarianten. Außerdem ist es sehr gut windabweisend und natürlich das Wichtigste, die Farbe gefällt mir auch sehr, sehr gut mit dem Grün. Und natürlich hat es auch einen relativ kleinen Footprint, das heißt, ihr könnt es fast überall aufbauen. Ein kleiner Nachteil, der aber auf alle Tunnelzelte zutrifft, ist, dass es natürlich nicht freistehend ist. Ihr braucht natürlich die Heringe, um es aufzubauen. Aber wie gesagt, das sollte in der Regel kein Problem sein und ich hatte da bis jetzt auch noch keine Probleme mit. Auch das Auf- bzw. Abbauen des Zeltes geht nach ein paar Mal Üben relativ einfach und wie gesagt, wenn da jemand Probleme mit habt, ich habe da schon ein Aufbauvideo auf meinem Kanal, wo ich auch nochmal alle verschiedenen Aufbaumöglichkeiten des Zeltes durchgehe, weil das manchmal ein bisschen tricky sein kann. Und ja, wie gesagt, wenn ihr da Probleme habt, guckt euch das auf jeden Fall an, aber ansonsten sollte das eigentlich kein Problem sein, wenn ihr es ein paar Mal geübt habt. Das war's dann auch an der Stelle mit der Review, mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte alle eure Fragen beantworten. Ist auf jeden Fall ein cooles Zelt, guckt euch das mal an, wenn ihr gerade auf der Suche nach einem Einmannzelt seid. Für mich steht bald ein sehr, sehr großer Trip an, 4 Monate, viel Outdoor, viel Camping, viel Trekking und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall den Kanal, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Video. Also macht's gut und bis dann.